Meine Großeltern, beide, die hatten eine Bäckerei. Und mein Großonkel, der war Metzger. Der ist nach Australien ausgewandert in den 70er Jahren. Und daher kam auch so die Idee, also entweder was Bäckereimäßiges zu machen oder ja, so in die Metzgerei-Richtung zu gehen. Okay. Daher kommt jetzt der Name Erwin. Genau, er ist Erwin und deswegen haben wir uns dann Erwins Erwin genannt. Jetzt alles da rein. Nicht alles, aber fast. Wie viel Wurst machst du so? In der Woche? Am Tag? Ja, ich mache. Also heute mache ich bloß 40 Kilo. Trotzdem mache ich normalerweise so am Tag 60 Kilo. 60, 80 Kilo. Wow. Ja, wie viel Würste kommen da raus? Drauf an. Wir sagen so 60 Kilo kommen so 450 Würste oder was. Ordentlich. Ja, schon auch. Hast du eigentlich schon mal versucht, Buletten, wie wir Berliner sagen, oder Frikadellen zu machen und die mit auf die Karte zu nehmen? Oder Nee, haben wir jetzt nicht gemacht. Nee. ja, nicht so. Ja, es ist halt hier geht irgendwie mehr Hamburger und so Sachen. Ne? Also ich mache schon Hamburger, Buletten, die mache ich schon selber. Aber jetzt so, was ist mit Kartoffeln dazu oder sowas, ne, habe ich nicht probiert. Ja. Ich schaue halt, dass ich sage auch möglichst so halte, dass ich möglichst nichts wegschmeißen muss. Ja. Kartoffeln ist ja schon immer so. Ja. Ja, stimmt. Das ist ja hier immer meistens so, also ich weiß nicht, wann jemand kommt. Und mit dem Brot und so und den Würsten ist halt einfach, weil die Würste habe ich in die Packung verpackt. Das Brot habe ich eingefroren. Und das ist halt so reines Sonntagsbrot, das hast du schon probiert. Und das taut schnell auf. Beziehungsweise machen wir das also in der Küche, dass unter der Herdplatte, unter der Kochplatte ist ein Schub. Da tun wir das Brot mal rein und das taut dann ganz schnell auf. Ja, deswegen ist alles irgendwie so darauf ausgelegt, dass es schon schnell geht, aber dass wir halt nichts wegschmeißen müssen. Ne? Ja, ich habe auch schon mal am Anfang so probiert, so Schweinebraten und so Sachen zu machen, aber das sind halt wirklich Sachen, da können die Leute hier einfach nichts mit anfangen. Das ist ganz schwierig, das anzubringen. Wir sind jetzt hier so ein ganzes Stück, das ist quasi ein Bund Därmen, die muss jetzt hier erstmal so ein bisschen auseinander machen. Hoppla. Das ist aber nicht ganz so appetitlich. War es schwierig, jemanden zu finden, der die Därme herstellt oder der die verkauft? Oder? Ja, am Anfang schon. Also am Anfang habe ich halt geguckt, dass ich die direkt beim Großhändler bekomme, also wo ich das Fleisch kaufe. So Großmetzgereien quasi, die haben dann da teilweise halt ja nicht ganz so hochqualitative Därme verkauft und ja, das ist immer noch ein bisschen ein Problem, weil ich nie wirklich weiß, in welchen Zuständen die Därme kommen. Also ich habe jetzt schon ja, eine Firma, die sich da halt spezialisiert hat drauf auf Därme, also sowohl Schafsdärme als auch vom Schwein. Aber das Problem ist, die haben meistens immer nur so dicke Kaliber, um es so zu nennen. Schauen, ob man es auseinander gibt. Ja, das war schon alles
nicht so, also ist eigentlich immer noch so mein Hauptproblem, ein bisschen die Därme. Also es ist halt nicht hundertprozentig kalibriert, also ich habe immer hier so 30, 32 mm Durchmesser. Ja, da kann es aber manchmal sein, dass die ein bisschen dünner oder ein bisschen dicker sind, das ist halt nicht standardisiert. Und ja, es gibt auch importierte Därme, aber die sind dann wesentlich teurer. Da müssen wir halt die andere Richtung einschlagen und gehen halt von den Preisen dementsprechend nach oben, dass es halt, dass wir halt okay, vielleicht nicht so in der Masse verkaufen, aber doch dementsprechend gut verkaufen können und halt auch was davon haben. Ne? Und klar, ich meine, die Preise, die wir jetzt zum Beispiel anbieten, okay, also das ist jetzt schon nicht ohne für Mexiko, also es sind fast 5 Euro für einen Hotdog, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also die Preise sind eigentlich schon gehoben, ne? Ja, gehoben, aber überdurchschnittlich, sagen wir mal so. Ja schon, aber ich vergleiche dann zum Beispiel, okay, geh halt zu einer Burgerkette, ja, da kriegst du einen Burger, okay, kriegst du Pommes dazu und ein Getränk, das du irgendwie wieder auffüllen kannst. Dann bist du im Endeffekt beim gleichen. Ne? Ich meine, da musst du halt aber sehen, okay, willst du was Nahrhaftes haben halt, also was wirklich guten Nährwert hat oder willst du halt irgendeinen Müll essen. Ne? Aber ja, das ist halt, mit Essen ist es immer irgendwie schwierig, ne? Also das den Leuten irgendwie klar zu machen. Es ist aber auch so, okay, in Deutschland hast du in Sachen Wurst hast du halt ewig viel Konkurrenz und hier ist es halt nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach Deutschland gehst und dann einen Taco-Laden aufmachst, dann wirst die Tacos wahrscheinlich auch nicht für den Preis verkaufen, wie sie heute verkauft werden. Nee, wahrscheinlich nicht. Also tatsächlich habe ich schon mal drüber nachgedacht. Also dann würdest du wahrscheinlich für einen Taco 2 Euro nehmen oder so. Ungefähr, ja. Es gibt also ich habe Bekannten, der ist in Hamburg unterwegs mit seinem Kumpel, also die waren immer begeistert Köche oder was und die waren auch jetzt in Mexiko unterwegs vor ein paar Jahren, haben ein Buch drüber geschrieben und so und die verkaufen da auch Tacos. Und da gibt es auch noch einen anderen, also einen mexikanischen Koch, der hat in Hamburg irgendwas am Start. Ich habe auch mal geguckt, was der so verlangt so für seine Tacos und die sind so irgendwie so zwischen einem Euro und 2 Euro. Ne? Ja klar, ja, wenn du überlegst. Ja. Das ist dann okay. Ich meine, jetzt hier in San Luis, also hier da vorne an der Ecke, wo ich jetzt heute Morgen die Tacos geholt habe, ja. Die waren jetzt heute Morgen ziemlich scheiße, muss ich sagen, weil die Tortillas da total zerfallen sind und so. Die haben vor einem Monat noch 8 Pesos gekostet, ein Taco. Ne? Jetzt kosten sie 10. Wenn du in Mexiko-Stadt einen Taco kaufen gehst, dann zahlst du bestimmt mal mindestens 20 Pesos. Also bist doch schon fast beim Euro. Ne? Am Flughafen war ich für einen Taco Barbacoa bei, ich glaube, 40 Pesos. Für einen Taco? Für einen Taco, ja. Ja, war echt teuer. Dafür diese... zeig den Namen vergessen. Ja, es ist halt immer die Frage, was für ein Taco. Warst du hier schon mal bei La Fragua? Die machen auch Tacos. Bestimmt, oder? La Fragua. Aber die haben halt dann so 2 Tortillas und hauen da schon ordentlich Fleisch drauf. Also kannst du ja nicht aus einem Taco 2 machen, aber trotzdem kosten die, glaube ich, auch schon so um die 50 Pesos oder was. Wie lange hast du gebraucht, um das zu können? Ging eigentlich relativ schnell. Also wie gesagt, wir haben am Anfang das mit so einer Maschine von der Hand gemacht, das war ganz gut zum Üben. Und naja, als wir dann die Maschine gekauft haben, dann war es halt dann so, okay, also einfach mal probieren, wie es klappt und kannst da hinten die Geschwindigkeit regulieren. Ja. Und ja, dann musst du dich halt antasten, aber das ging eigentlich relativ schnell. So, und das ist immer der schöne Teil der Produktion. Das sind 30 Kilo hier. Und das ist dann halt blöd, wenn der Darm zu dick ist, ne? Dann bläht es dann manchmal ganz schön auf. So, das war.
Willen. Also wenn der Darm halt so dick ist, habe ich manchmal ein bisschen Probleme, dass das halt gleichmäßig gefüllt ist. Ja. Weil ich natürlich auch nicht will, dass die zu dick werden. Also das finde ich nicht so angenehm. Verzehr, wenn die Wurst zu dick ist. Ja. Wie viel Urlaub hattest du so in den letzten 10 Jahren, seitdem du hier bist? Boah, ja, gute Frage. Das ist immer ganz spontan. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich mache 2, 3, 4 Wochen Urlaub im Jahr oder so. Das ist halt ja schon wenig. Also letztes Jahr waren wir mal, also jetzt gerade um die Zeit, haben wir mal 10 Tage am Meer. Airbnb auch was Günstiges bekommen. Ja, aber so zum Hotel gehen oder sowas ist jetzt auch nicht die Kohle dafür. Und sonst Mexiko oder gut, wenn es nicht Deutschland ist oder irgendwo anders hin? Urlaub zu machen? Nee, das ist eigentlich fast nicht möglich. Also das sind auch so Sachen, wo ich mir halt denke, ey, in Europa hast du so viele Möglichkeiten, also andere Länder kennenzulernen oder zu reisen. Norden, Süden, Osten, Westen, also ist alles so nah zusammen. Ja, es ist halt hier in Mexiko dann halt nicht. Also es ist halt schon so, dass also Großteil der Leute hier einfach noch nie aus dem Land rausgekommen müssen, weil alles so weitläufig ist. Ja. Und ja, da denke ich mir schon manchmal, dass in Europa eigentlich schon eine richtig geile Sache hat.